Lino und ich sind in Lesen. Es ist Hot Racery. Es ist Samstagmorgen, erste Trainingsfahrt vom Seeding Run. Lino, was müssen wir schauen heute? Ja, in der Nacht hat es ein bisschen geregnet. Jetzt der Boden ist eigentlich aber gut. Jetzt mal schauen bei der Steinpassage, wie die Steine sind und die Wurzeln. Er hat gerade gesagt, die Strecke ist eigentlich tipptopp. Reifen ist gut, heben. Du musst nicht völlig übertreiben, wenn du sauber triffst, so wie gestern. Tipptopp, hat ja ein leichtes Bödeli. Ja, zuerst bin ich bei der Anfahrt ein bisschen ausgerutscht. Dann habe ich das Band umgefahren. Also schwierig sind es sicher einfach der eine Rock Garden, weil es einfach mega viel Kies im Weg hat. Das ist halt nicht ganz einfach, es ist viel verblockt und Steine halt. Er hat mir sicher sehr gut zeigen, wo durchfahren und die Linie. Also ich habe eine Linie und er hat die Linie und dann kann man auch vergleichen. Wir hatten heute den Seeding Run. Das heisst, das erste Mal mussten wir auf Zeit fahren. Im unteren Drittel haben mir die Finger angefangen weh zu tun. Das habe ich noch kein Gegenmittel für auf morgen. Mir war auch gut. Ich habe die eine Wurzelpassage ein bisschen verkackt. Es war gut, ich bin spät in der Start gekommen, aber ja. Und haben wir 2 Tage lang geübt, Velofahren und du kommst spät an den Start. Der blöde Sessel ist zu langsam. Er war schon bei mir langsam. Ich nehme jetzt einen Blau und stecke dir in die Brille. Das passt in die Haare. Das stimmt. Race Day, heute ist der Wurm. Lino hat eine Platte und auch noch einen leichten Crash, aber dem geht es gut. Und ich bin auch noch ersten Trainingslauf bereits schon zu Boden und muss jetzt noch schnell Kontrollröntgen. Weiß nicht. Kein guter Tag. Platte, da bin ich umgekehrt. Oh. Hat so viel das Rennen gut gemacht. Ja, Lino! Ja, der erste war eigentlich gut bis zur Unterbrechung. Und der zweite war nicht so gut. Ich bin einmal viel zu weit rausgefahren und habe mich im Gatter verfangen. Und ja, und habe sicher 5 bis 10 Sekunden verloren. Ich bin ziemlich fest gefrustet, weil es hat ja locker für den Top 10 Platz gelangt. Aber ja, jetzt ist es halt so. Wir haben ein durchwachsenes Wochenende hinter uns. Ich bin jetzt gerade vom Röntgen zurückgekommen und habe Bestätigung erhalten, ich habe mir 2 Rippen gebrochen. Der Lino hat sich nicht verletzt, aber sein Rennen ist dafür nicht wirklich gut gelaufen. Er hat rote Flagge gekriegt und in seinem Rerun ist es generell nicht gelaufen. Ein bisschen durchzogenes Wochenende. Wir sind das ganze Wochenende durch immer wieder an vermeidbare Probleme gelaufen. Beispielsweise sind die Bikes nicht parat, wir hatten das Timing nicht in den Griff und sind durch das auch Sport an den Start hochgekommen. Wir haben aber mega wichtige Learnings daraus gezogen und das Wichtigste ist, wir müssen Abläufe im Griff haben und uns Gewohnheiten einrichten. So dass wir schlussendlich nur noch uns auf eine einzige Aufgabe konzentrieren können und das ist am Sonntag einen schnellen Lauf abbringen. Springen ist eine meiner Schwächen. Vor allem die grösste Schwäche, dass ich Angst habe und mich dann versteife. Und es braucht viel Überwindung für mich, dass ich über den Sprung gehe. Und ich würde gerne, so dass ich nicht mehr so viel Angst vor dem Springen habe. Kannst du mal schauen? Ja, ich habe das Gefühl, du springst besser, als du gemeint hast. Ja, der Hebel ist jetzt so 4-5 Meter lang und das, so wie ich das sehe, fühlt sie sich sehr wohl. Sie macht super, sie getraut sich auch zum Fliegen. Wenn du jetzt einmal nicht ganz drüber kommst, was glaubst du, woran liegt es? Einfach am Tempo oder auch, wie du aktiv abkommst? Ja, vor allem, wenn ich abkumpe, so keine Bunnyhop rausmache oder so. Das ist eigentlich so ein Problem, dass ich einfach mich rausspicken lasse. Ja, okay. Wenn du passiv bist, geht es meistens nicht. Sie hat das Coaching hat sie jetzt eigentlich Ursprünge gemacht, indem sie vom ersten Mal fahren bis jetzt zum 2. und 3. Tag hat sie schon so viel gemacht, wo wir immer gefunden haben, jahrelang eigentlich, Jamie, du kannst das, du trau dir zu, machst. Und
es ist dankbar, dass sie mit 3 Personen das machen, nicht mit Papi und Mami. Und dort hat sie fest wachsen schon. Ja, nein, der Grosse in der Mitte ist noch ein bisschen zu gross. Ich glaube, ich schaue da jetzt erst noch ein bisschen an, bevor ich da noch drüber gehe. Ich fühle mich im Moment noch nicht danach und ich traue mich auch noch nicht so. Okay. Schön ruhig. Aufstehen auf dem Velo. Genau. Und stoppen. Ja, also ich bin sehr nervös, weil ich Angst habe, dass ich umgehe. Aber wenn ich auf den Sprung zufahre, ist es nicht mehr so, dass ich mich mehr konzentrieren und die Nervosität ausblenden. Also wenn man natürlich Sachen anschauen muss, wie der raufläuft und nochmal probiert, ist das meistens nicht so spannend. Hauptsache ist, dass sie immer noch gerne Velo fährt. Aber ja, also ich finde, sie macht es super und sie hat auch Spass daran im Moment. Ja, es war geil. So bin ich gut drüber gekommen. Er war gar nicht wirklich gross. Er ist eigentlich viel kleiner als der Step-Down oben. Ich habe mir den eigentlich gar nicht so, also wohl klein ausgesehen. Ich habe mir den gleich grösser vorgestellt. Ja, wichtig ist dann auch, dass man das an anderen Orten üben. Das heisst, wir haben es jetzt an einer Passage vielleicht angeschaut, dass man wie so ein das Gefühl entwickelt und dann nicht immer ein Coaching braucht, so wie über einen Sprung, sondern dass man da Verbindungen sieht. Ja, neu war, dass ich wirklich einen Coach hatte, der sich ganz auf mich fixiert hat. Und ich konnte entscheiden, was ich üben will. Und das hat man so lange geübt, bis es funktioniert hat. Ja, ich bin gerade mit dem Lino gefahren und bin sehr beeindruckt. Ich finde es sehr cool, wie er die rot-blau-Jumps, Anlieger, Rollers fährt. Das ist ja wirklich stark, fährt sehr gut dort, steht gut auf dem Velo. Das sind sicher seine Stärken. Ich denke, seine Schwächen sind so, wenn es technisch wird, im Sinne von Wurzelfelder, Steinfelder, die er noch nicht so gut kennt. Ich glaube, für ihn ist wichtig, dass er viel Verschiedenes fährt. Viel Single Trails, Downhill-Pisten, die er noch nicht gut kennt, wo er ein bisschen schauen muss, wo fahre ich, wie fahre ich es. Und dort eigentlich sich kann weiterentwickeln im Sinne von, wie er jetzt eigentlich schon ist auf einer roten Sprungleine oder auf einer blauen oder auf Bikepark-Strecken. Wir haben bereits schon festgestellt, der Lino lernt mega schnell. Leider lernt er auch die schlechten Sachen. Er hat es mir nachgemacht und sich verletzt. Beim Sturz hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Ich bin zwar mittlerweile wieder fit, der Lino fällt allerdings aus. Jetzt liegt es an der Jamie. Sie muss allein an den Start gehen vom Bike Kingdom Kids Cup. Der Lino ist nur als Helfer im Einsatz. Heute ist der Kids Cup, der zweite in der Lenzer Heide. Ich freue mich recht, weil ich bin das letzte in Brambrüsch war und das ist schon recht lange her. Ja, aber neu allein auf der Rote, also am Anfang habe ich es nicht wirklich cool gefunden, weil die Sprünge sind für mich einfach zu gross am Anfang und ich hatte recht Respekt gehabt. Danach bin ich aber gegangen und beim Rennen bin ich sehr zufrieden gewesen. Und ich bin amigs über Blau und in der Kurve recht ausgerutscht, haben mich aber auch noch gut nehmen, wegen dem hat es auch recht gute Zeit gegeben. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Jamie ist an den letzten 2 Kids Cup Rennen Zweite geworden. Abgesehen von dem, auch sonst hat sie eine mega Entwicklung angelegt in dieser Saison. Wir haben sie kennengelernt, ein bisschen als eine Scheuche. Sie hat einiges zugelegt an Selbstvertrauen. Der Lino war an den letzten 2 Kids Cup Rennen nur als Helfer dabei gewesen. Wie es ihm direkt nach seiner Verletzung gegangen ist, erzählt er uns am besten selber. Ja, ich habe vor 1,5 Wochen den Schlüsselbein gebrochen. Das ist eigentlich ziemlich zuoberst vom Bikepark passiert. Ich hatte einen Rückenwind, zu weit geumpt. Jetzt hier für etwa 6-7 Wochen Pause. Klar ist es blöd, aber es könnte schlimmer sein. Eine Hirnerschütterung oder Beinbruch geht viel länger. Seit dem Lino seinem Schlüsselbeinbruch sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Mittlerweile ist er wieder fit und sogar schon wieder am Velofahren. Das nutzen wir aus, ich hole ihn ab und dann gehen wir zusammen in den Bikepark. Hoi, die Glocke läutet ewig, habe ich gemerkt. Jetzt bist du wieder wie lange auf dem Velo? Seit einer Woche, aber ich bin erst 2-mal gewesen. Also Okay. nicht so viel. Das heisst, bist du im Game gewesen? Am Anfang schon, nach der Schule. Weil es einfach langweilig war. Also wir haben jetzt 6-7 Wochen nicht mehr Velo gefahren. Hast du noch gewusst, wie der Lenker hat? Die neuen Sprünge sind nicht das Problem. Das ist jetzt der 3. Tag. Nach dem Schlüsselbeinbruch. Hey, der Lino kommt ziemlich frisch von seiner Verletzung und muss schon wieder voll drauf. Ein neuer Sprung machen ist immer cool. Vor allem der, weil du hast ziemlich viel Airtime. Also schon cool.
braucht neue Sprungcoaches und ich melde mich auch mal an, aber als Lehrling, nicht als Coach. Der kleine Hans, der halt nicht. Das ist Quintessenz aus Bike Kingdom Academy.